Heute habe ich ein ganz kuscheliges Abenteuer für euch. Wir schauen uns gemeinsam Amber Leaf an. Ein Strategiespiel mit einem zuckersüßen Thema, einem extrem cleveren Kartenmechanismus und so viel spannende Entscheidungen, dass mir glatt die Füllwatte zu glühen anfängt. Warum dieses Spiel für mich ein echtes Highlight ist und mein Bärenherz im Sturm erobert hat, erzähle ich euch jetzt. Los geht's! Amber Leaf ist ein Spiel für 1 bis 5 Personen ab 14 Jahre und dauert je nach Spieleranzahl zwischen 90 bis 120 Minuten. Entwickelt wurde es von Frank West und James Tomlin und auf Deutsch erschienen ist es bei Skellig Games. Thematisch schlüpfen wir in die Rolle von Amberlingen, von ganz mutigen Amberlingen. Das sind diese süßen kleinen Tierchen hier, die aus dem Waldboden emporsteigen, um ihre Heimat nach der Zerstörung durch Lord Vesh ganz bescheuerte Armeen wieder neu aufzubauen. Unser ultimatives Ziel ist es, die meisten Blätter sind hier Siegpunkte, zu sammeln, um als pelzigster Held der Amberlinge in die Geschichte einzugehen. Das Spiel sieht aus wie eine Mischung aus Everdell und einem klassischen Märchenbuch, aber lasst euch von der süßen Optik nicht täuschen. Darunter verbirgt sich ein richtiges Grübelpuzzle, an dem man sich ganz schön die Krallen ausbeißen kann. Der absolute Kern des Spiels und für mich eigentlich der genialste Aspekt ist der Aktionsmechanismus auf unserem eigenen Gefährtentableau. Jeder von uns startet mit 6 freien Feldern auf seinem Tableau und einem individuellen Startdeck aus 6 Heldenkarten. Wenn ihr dran seid, müsst ihr euch für eine von 2 Hauptaktionen entscheiden. Entweder ihr spielt eine Heldenkarte aus oder ihr nutzt das sogenannte Card Dancing, also das Verschieben eurer Karten. Beim Ausspielen legt ihr eine eurer Handkarten auf ein freies Feld auf dem Tableau und löst direkt die darauf abgebildete Fähigkeiten aus. Entscheidet ihr euch jedoch für das Verschieben, rücken alle Karten auf eurem Tableau einen Platz nach links, fällt dabei eine Karte vom Rand des Tableaus, also sie fällt ja nicht wirklich runter, sondern sie rutscht vom Tableau runter, dann löst ihr zunächst ihre Abwurffähigkeit aus und erst dann wandert sie zurück auf eure Pfoten. Hier entsteht ein fantastisches Timing-Puzzle. Wie baue ich mir meine Engine auf? In welcher Reihenfolge lege ich die Karten, damit sie im perfekten Moment vom Tableau fallen und mächtige Kettenzüge auslösen? Das ist unheimlich befriedigend, wenn ein Plan genau aufgeht und man das Gefühl hat, das klügste Bärchen weit und breit zu sein. Zusätzlich zu diesen Hauptaktionen gibt es noch optionale Aktionen, die extrem wichtig sind, zum Beispiel das Aufladen. Einige Heldenkarten haben mächtige Fähigkeiten, die ihr nur aktivieren könnt, wenn ihr bestimmte Ressourcen bezahlt und sie direkt auf die Karte legt. Erst wenn die Karte wieder von eurem Tableau fällt, wandern diese Ressourcen zurück in den Vorrat und ihr könnt die Fähigkeit später erneut aufladen. Manche Fähigkeiten könnt ihr einmal aufladen, manche zweimal. Das zwingt euch, eure Karten clever rotieren zu lassen. Ein echtes Bärchenballett. Doch was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Kartenaktionen? Wir interagieren mit dem wunderschönen zentralen Spielplan. Die gängigsten Fähigkeiten erlauben es uns zu bewegen, Ressourcen zu sammeln oder zu kämpfen oder zu bauen. Und kämpfen ist hier gar nicht so schlimm, denn wir kämpfen nicht gegeneinander. Aber starten wir mit dem Gehen. Beim Gehen reisen wir über die 6 großen Lichtungen des Spielplans. Das ist anfangs gar nicht so einfach, denn die Wege sind voll mit sogenannten Gefahrenzonenmarkern. Jeder dieser Marker kostet uns einen zusätzlichen Bewegungsschritt. Wer also schnell von A nach B will, muss mit der Angriffsaktion diese Gefahrenzonen räumen. Und das ist das Kämpfen hier. Und das lohnt sich aber dann richtig. Wenn ihr genug Angriffsschaden verursacht, nehmt ihr den Marker, der auf dem Plan liegt, und rückt auf eurer eigenen Punkteleiste vor. Und bewegt den Marker auf der allgemeinen Kriegsbannerleiste nach unten. Dort hagelt es dann fette Belohnung und ihr treibt das Spielende voran. Eine weitere elementare Aktion ist das Sammeln. Denn was brauchen wir zum Bauen und alle anderen Aktionen? Wir brauchen Ressourcen. Genauer gesagt gibt es Holz, Stein, Nahrung und Bienenstöcke. Ich liebe diese Bienenstöcke, aber leider nasche ich den Honig immer zu schnell weg, denn von den Bienenstöcken gibt es nicht 4. Das ist eine sehr, sehr rare Ressource. Und hier gibt es einen richtig cleveren Kniff. Euer Lagerbereich auf dem Tableau hat standardmäßig nur Platz für magere 8. Das sind 8 Ressourcen. Ihr könnt also nicht endlos horten. Ihr müsst diese Ressourcen schnell wieder ausgeben oder euer Lager durch spezielle Gebäude wie das Bootshaus zum Beispiel auf bis zu 12 Plätze erweitern. Und damit sind wir auch schon beim Bauen, dem Herzstück unserer Punkte-Engine. Habt ihr genug Ressourcen, könnt ihr auf den Lichtungen Gebäude errichten. Es gibt Bootshäuser, Märkte, Häuser, Windmühlen und Rathäuser. Doch ein leeres Gebäude bringt noch nicht so viel. Nach dem Bau dürft ihr einen eurer Dorfbewohner, das sind entweder Ratten, Eulen, Kaninchen oder Frösche, von eurem Tableau nehmen und in den Gebäuden ansiedeln.
Und das löst dann gleich zwei fantastische Dinge aus. Erstens wertet ihr sofort diese Nachbarschaft. Ihr erhaltet Blätter für jeden einzigartigen Gebäudetyp, der dort miteinander verbunden ist. Und Blätter waren ja Punkte. Baut ihr aber schlau einander, hagelt es hier ordentlich Punkte. Zweitens deckt ihr auf eurem eigenen Tableau das Feld auf dem der Dorfbewohner stand. Und dadurch schaltet ihr mächtige einmalige oder teilweise sogar dauerhafte Boni frei. Das ist Engine Building par excellence. Je mehr ihr baut, desto stärker werdet ihr. Das Errichten bestimmter Gebäude schaltet euch übrigens auch Attributsymbole frei, die eure künftige Sammel- oder Angriffsaktion noch effizienter machen. Aber vergesst vor lauter Bauen nicht den größten Siegpunktmotor im Spiel. Das sind die sogenannten Gefallenkarten. Und die gefallen mir auch gut. Am Anfang des Spiels verteilt ihr 5 eigene Gefallenmarker auf dem Plan. Auf jeder Lichtung einer. Wenn ihr euch auf einer Lichtung mit eurem Marker befindet, könnt ihr ihn als optionale Aktion für immer abwerfen und euch eine von 5 offenen Gefallenkarten aus der Auslage schnappen. Diese Karten bringen euch am Spielende massive Blätter, wenn ihr bestimmte Ziele erfüllt. Zum Beispiel, wenn ihr eine gewisse Anzahl an Ratten angesiedelt habt oder eine bestimmte Gebäudekombination besitzt. Da die Auslage aber schnell durchrotiert, müsst ihr zuschlagen, wenn die perfekte Karte für eure strategische Pforte auftaucht. Ember Leaf ist bei all dem strategischen Aufbau aber auch ein spannendes Wettrennen. Das Spielende wird nämlich sofort ausgelöst, sobald die 6. und letzte Trophäe vergeben wurde. Trophäen bekommt man, wenn man in eine Lichtung komplett mit Gebäuden füllt oder wenn die Kriegsbannerleiste das Ende erreicht hat. Da müsst ihr eure pelzigen Mitspieler genau im Auge behalten, damit euch nicht plötzlich die Zeit ausgeht. Ich muss euch ehrlich sagen, die Box sagt zwar 1 bis 5 Spieler, aber für mich hat das Spiel zu zweit oder zu dritt seinen absoluten Sweet Spot. Zu 5, das kann ich euch sagen, ist die Downtime, wenn alle ihre Kartenkaskaden abhandeln, doch etwas zu hoch. Da kann ich gemütlich an meinem Honigtopf nuckeln. Und wenn wir gerade schon bei der Spieleranzahl sind, wer gerne allein spielt, wird Ember Leaf lieben. Der Solo-Modus hier, und ich bin kein Solospieler, aber der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ihr tretet hier thematisch gegen eure eigene Schwester an, um zu beweisen, wer die neue Heldin der Emberlinge ist. Sie wird nicht durch komplizierte Wenn-Dann-Bäume gesteuert, sondern durch ein eigenes, sehr flüssiges Aktionsdeck, das auf Ausdauer basiert. Verbraucht sie weniger als 5 Ausdauer, zieht sie direkt noch eine Karte. Das ist super elegant und das Beste, ihr könnt den Schwierigkeitsgrad in 5 Stufen von einfach bis zu Experte anpassen, indem ihr stärkere Gefallenkarten in ihre Auslage mischt. Also fassen wir einmal zusammen. Wenn euch cleveres Engine Building mit zuckersüßer Optik, einen unglaublich befriedigenden Kartenpuzzle und tollen Ressourcenmanagement gefallen, dann schaut euch Ember Leaf unbedingt mal an. Das Grundspiel an sich, also hier, das seht ihr hier, das ist die normale Retail-Version, das sieht schon wirklich wunderschön aus und reicht mechanisch eigentlich völlig. Wer aber auf Upgrade steht, kann sich auch hier das ganze Bling Bling aus der Kickstarter-Version besorgen. Mit Holzmarkern und noch mehr Karten. Ich habe mir die zusätzlichen Erweiterungen mit den Karten auch schon bestellt. Und in einem der nächsten Videos werdet ihr auch noch was sehen, denn es gibt hier was Wunderschönes von Eurohell. Aber dazu gibt es ein extra Video. Ob mit oder ohne Deluxe-Ressourcen, das Spiel ist wirklich ein Highlight. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen Eindruck über Ember Leaf geben und ihr könnt für euch entscheiden, ob das Spiel was für euch ist. Habt ihr denn Ember Leaf schon gespielt? Wie hat es euch gefallen? Ist es bei euch auch so gut angekommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im Wald oder sonst was. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.